Das war Katzand und jetzt geht es auf nach Vlissingen. Das sind 17 Kilometer, das geht mal eben hier rüber. Spannend wird unser Tank. Wir haben gestern mal den Tank durchgepustet. Ob das funktioniert, dass wir auf dem rechten Tank jetzt Diesel kriegen, bleibt noch spannend. Sobald wir auf dem freien Wasser sind, werden wir auf den rechten Tank schalten und mal schauen, ob der Motor laufen bleibt. Ansonsten haben wir ein Problem. Und das Ganze natürlich heute wieder bei strahlendem Sonnenschein. Hier steht eine wunderschöne Prinzess, eine 47er. Hier im Wasser kann man viele Quallen sehen. Die sind schon ganz schön groß. Wir haben gerade Ebbe. Und da muss man natürlich aufpassen, weil dann die Hafeneinfahrt etwas schmal ist. Ja, unser kleines Problem mit dem Sprit hat sich immer noch nicht gelöst. Deswegen sind wir nicht gleich nach Vlissingen rüber, sondern erstmal hier in Breskens, weil hier ist eine Tankstelle. Und wir pfeifen wirklich aus dem letzten Loch. Jetzt müssen wir natürlich erstmal schauen, wo genau die Tankstelle ist. Hier wird auch ganz viel gebaut. Wir fahren nur mit einer Maschine und hoffen, dass wir es bis dahin schaffen. Aber wenn wir bis hierhin gekommen sind, ist schon mal sehr, sehr viel wert. Für mich alte Frau ist das nichts mehr, solche Abenteuer. So, wie ihr sehen könnt, haben wir 46,7 Stunden gelaufen. Und wir haben jetzt noch mal 413 Liter Diesel getankt. Und jetzt geht's rüber. Wir erreichen unser Ziel. Da stehen die Lotsenboote. Guten Mittag. Wie lang bist du? 12,40 Meter und 4 Meter breit. Meine Buchs 10. Buchs 10. 10. Okay, thank you. Stuurboord zijn. Bakboord zijn. Sorry, bakboord. En de naam van het schip is? De naam? Maxi 2. Maxi 2. Okay. Von der anderen Boot. Ja, ist dran. Du sollst auf die 10 gehen. Wir haben hier aktuell ein etwas größeres Problem. Das ist aber auch der Eimer dort. Wir können zwar problemlos aus einem Tank fahren, aber was wir nicht bedacht haben, ist, dass der Rücklauf des zweiten Motors natürlich in den rechten Tank geht. Und nach der ganzen Weile Fahrzeit jetzt ist der rechte Tank rappelvoll und läuft über. Wir müssen also uns jetzt überlegen, wie wir jetzt in Middelburg vielleicht eine Pumpe bekommen mit langen Schläuchen, damit wir etwas aus dem rechten Tank wieder rauspumpen können. Sonst können wir nicht mehr schnell weiterfahren. Bei herrlichem Sonnenschein liegen wir jetzt auf Platz 10 im Yachthafen von Vlissingen. Und jetzt gibt es erstmal Frühstück nach dieser Aufregung mit dem Diesel. Nachdem wir bezahlt haben hier beim Hafenmeister, trinken wir oben auch noch was. Das Tolle ist hier, man sieht die Schiffe beim Vorbeifahren. Einfach ein toller Blick hier, den man hier hat. Die Fahrrinne führt ganz nah hier an der Stadt vorbei.
Ja, wenn so ein Lotsenboot ankommt, dann hat so ein Segler keine Chance. Man wird an die Seite gedrückt, dann geht hier ruckzuck, wenn der reinkommt. Der Segler muss sehen, wo er bleibt. Und der muss jetzt warten, dass gleich die Brücke aufgeht. Hier kommt man rein, wenn man in den Hafen will. Hier rechts sind die Lotsenboote. Und wir müssen hier durch die Brücke. Die steht irgendwann nach 22 Uhr dann komplett auf. Und dann kann man auch so reinfahren in der Nacht. Und jetzt muss der Hafenmeister halt die Brücke öffnen. Hier gleich über die Treppe sind wir auch gleich bei den sanitären Anlagen. Die schauen wir uns mal an. Da muss man natürlich auch einen Code eingeben. Hallo. Ne? Das ist ja einfach hier die Toiletten. Dann die Duschen. Mit Vorraum und Dusche. Okay, da läuft die Zeit. Aber auch sauber und ordentlich. Das kann man alles gut weghängen, da wird es nicht nass. Das ist eine gute Idee. Ja, hier muss man Euro einschmeißen für die Dusche. Aber wenigstens kann man sehen, wie lange die Zeit ist. Waschen kann man hier auch. Alles vorhanden für einen längeren Aufenthalt. Hier kommt auch der Aufzug hoch oder runter fürs Restaurant. Dann gehen wir noch raus. Jetzt gehen wir wieder an Bord. Der Hafen ist ganz schön voll. Ich hätte ihn etwas leerer erwartet. Bei dem traumhaften Wetter. Hier kommen wir nur mit Code drauf. Hier kommen wir von draußen rein. Wir haben jetzt Hochwasser. Und da kämen wir jetzt auch nicht mehr ohne Öffnung durch die Brücke. Der Hafen ist gut gefüllt. Wir liegen da hinten in der Mitte. Und jetzt kann man auch bei dem Wasserstand über die Kaimauer gucken und kann die Stadt sehen. Hier gibt es ein paar Plätze. Die kann man auch erreichen, ohne durch das Tor zu müssen. Das heißt, wer spät abends kommt, kann hier anlegen und kann trotzdem in die Stadt gehen und kommt wieder auf sein Boot zurück. Alle anderen müssen ja hier durchs Tor. Und den Code gibt es natürlich erst, wenn man sich beim Hafenmeister angemeldet hat. Ja, um 7:30 versuchen wir jetzt hier einen Tisch irgendwo zu kriegen. Aber das ist gar nicht so einfach. Ja. Haben wir jetzt wieder Essen, Hamburger und die Damen haben Muscheln. Ja, die letzten Sonnenstrahlen noch. Moment zu spät gekommen. Das Tolle an Vlissingen ist ja, dass die Schiffe hier so nah am Ufer vorbeifahren. Ja, von dem Gelben wurde gerade der Lotse abgeholt, auf dem Blauen dahinter ist er jetzt hingefahren. Gerade Niedrigwasser. Hier sieht man den Hafen der Lotsenboote, dahinter das Hafenrestaurant. Dort sitzt auch auf der linken Seite der Hafenmeister und dahinter ist dann der Sportboothafen. So wird auf der Stelle gedreht. Das geht ruckzuck, dann sind die wieder drin, dann geht der Lotse von Bord, der nächste kommt drauf und dann geht es wieder raus. Jetzt sind alle 3 Lotsenboote hier aus dem Hafen drin.
Die roten, das sind Belgier und das gelbe, das sind Niederländer. Noch ein anderes niederländisches Boot liegt weiter hinten im Hafen. Und ich habe gelesen, 75% hier wird von belgischen Lotsen gemacht. Die Lotsen sind anscheinend gleich hier vorne untergebracht. Das sind Kommen und Gehen. Ja, hier ist der Bereich für das Lotsenwesen. Das Hotel der belgische Lotsensozietät. Gleich am Hafen. Pause im Next Grand Café mit Blick aufs Meer. Heute ist es bewölkt. Ja, hier gehen die Schiffe direkt nah am Strand lang. Das ist richtig schön zu beobachten. Auf der Strandseite geht es dann schon wieder etwas weg, die Fahrrinne. Der dunkle Bereich ist der, der bei Flut überspült ist. Marina steht in der Windorgel. Von hier aus kann man das schiefe Haus gut sehen. Von der Hafenseite sah das nur architektonisch schief aus. Von hier aus ist es doch schief gebaut. Da vorne geht es dann morgen früh wieder rein. Eine klasse Sicht heute Nachmittag wieder. Über die gesamte Schelde. Und hier ist dann die Hafeneinfahrt. Jetzt zieht wieder Nebel auf. Der Containerfrachter hier verschwindet schon wieder am Nebel. Das ist schon gefährlich geworden. Gerade wenn hier sich noch Segler aufhalten, die den Hafen anlaufen wollen. Der dreht jetzt hier ein. Auf dem Plakat kann man gut erkennen, warum die so nah an Vlissingen vorbeifahren. Denn wir haben hier eine Sandbank. Das heißt, die müssen, wenn die von hier kommen, ganz nah hier rum an Vlissingen vorbei. Oder eben die fahren quer hier rüber, wenn sie nach England oder in den Süden wollen. Der Ort hat noch klare Sicht und auf dem Wasser herrscht Nebel. Eine coole Sache, wenn die hier so vorbeifahren. Aber wie schnell sich das Wetter jetzt verändert hat. Vor einer halben Stunde war hier noch strahlender Sonnenschein und jetzt sieht man kaum noch was auf dem Wasser. Man kann das hier nicht so richtig gut sehen, aber Hochwasser ist vom ersten Strand nichts übrig. Heute beim Italiener leckere Thunfisch. Wow. Auch, das sieht gut aus. Guck mal, wie schöne Platte. Mit Austern sogar. Und Roquefort-Käse. Und schon gibt es das Hauptgericht. Tagliatelle. Tagliatelle mit Scampi. Mit was? Tagliatelle mit Scampi. Okay. Und hier gibt es eine Pizza Salami. Die sieht richtig gut aus. Richtig schön viel Rand. Heute Abend waren wir beim Italiener hier, auch auf der Meile, wo wir gestern keinen Platz gekriegt haben. Im TripAdvisor ganz weit oben. Und wir sind jetzt schon fast die Letzten hier. Wir mussten ein bisschen warten, dass wir einen Platz an der Wärmefront gekriegt haben. War doch etwas kälter wie gestern, aber sehr schön. Nettes Personal, sehr freundlich, lecker essen. Kann man weiterempfehlen. Man denkt, wie voll das gestern war. Das Schiff da hinten hat jetzt einen gelben Pilot dran. Der fährt jetzt gerade wieder los. Gerade ist Niedrigwasser. Wir sind gerade hier noch über die Brücke gekommen. Die wird jetzt für die Nacht geschlossen. Und dann geht es morgen früh weiter. Wir müssen gleich den großen Bogen laufen, Schatz.
Hier sieht man jetzt schon deutlich den Unterschied zwischen Hoch- und Niedrigwasser. Wir können jetzt hier gar nicht mehr in die Stadt gucken und das geht ein ganzes Stück hoch. Das sind bestimmt 4 Meter. Spät. Prost. Prost. Prost zum, Prost. Prost zum Wohl. Zum Wohl. Ein Absacker auf unserem Boot abends. Morgen früh müssen wir leider schon um 9 Uhr hier raus, damit wir die Schleuse kriegen, weil wir müssen ja die blaue Welle erwischen, die so richtig keine Welle ist, aber nutzt nichts. Wenn wir das nicht schaffen, dann müssen wir 2 Stunden vor der Brücke warten auf die nächste Welle. 10:42 Uhr geht die erste Brücke auf. Bis dahin müssen wir an der ersten Brücke sein. Flissingen hat uns wieder mal gefallen. Das ist ein toller Ort. Wer gerne Boote schaut, der ist natürlich hier genau richtig. Selten fahren die großen Schiffe so nah am Ufer lang. Bei Ebbe kann man am Strand fast bis zur Roten Tonne laufen und die Schiffe beobachten. Das ist einfach toll. Man kann hier schön einkaufen, man kann hier am Strand bummeln, man kann Strandurlaub machen. Und hier im Hafen liegt man auch sehr schön, direkt vorne am Kai. Man kann auch die Lotsenboote beobachten. Ein schöner Ort und wir kommen sicherlich wieder. Wer mehr sehen will, der kann unser 2019er Video schauen. Da gibt es auch einige Drohnenaufnahmen. Bye bye Flissingen.